Der sagenumwobene Olymp, die Felsen von Meteora oder das Orakel von Delphi. Orte, die Abenteuerlust wecken. Wir fahren auf Entdeckungsreise durch halb Griechenland, besteigen das höchste Gebirge und stellen uns einigen Herausforderungen. Begleitet uns bei einem Roadtrip, auch abseits der Touristenpfade. Mein Name ist Valentin und im Internet, da nennt man mich auch Sarazar. Ich liebe spannende Reisen und mit meinen Freunden Max und Benny habe ich wieder was Cooles geplant. Wir fahren quer über das griechische Festland zum Olymp. Dort soll es richtig episch aussehen, die Bilder sind einfach heftig. Und auf dem Weg gibt es noch einige Orte, die uns echt neugierig gemacht haben. Unsere Route ist ein wenig an die griechische Mythologie angelehnt und beginnt in Athen. Von dort geht es zum Bungee-Sprung von Korinth. Weiter zu einer interessanten Selbstversorgerfarm. Das Orakel von Delphi lassen wir uns auch nicht entgehen. Außerdem entdecken wir die unglaubliche Naturlandschaft von Meteora und besteigen das höchste Gebirge, den Olymp. Hinter uns, da seht ihr die weltberühmte Akropolis. Super Blick über die ganze Stadt, die wir uns heute mal anschauen wollen. Bei unserem 7-tägigen Roadtrip haben wir nur einen kurzen Besuch in Athen eingeplant. Neben griechischer Mythologie und alten Philosophen gibt es hier viele nette Leute und gutes Essen. Im Großraum von Athen lebt übrigens fast 1/3 der insgesamt 10,7 Millionen Griechen. Vor allem die Altstadt finde ich hier abends richtig schön. Nach 1,5 Tagen Sightseeing stürzen wir uns dann endlich in den Verkehr und der Roadtrip beginnt. Unser nächstes Ziel ist der Kanal von Korinth, der etwa 1 Stunde mit dem Mietwagen entfernt liegt. Für die Schifffahrt wurde eine Kerbe in die Landschaft geschlagen, eine fragwürdige, aber beeindruckende Location. Und genau hier wollen wir uns eine Herausforderung stellen und mit dem Bungee-Seil in den Kanal springen. Hört sich verrückt an, ist es auch. Bungee-Jump-Besitzer Sammy beschreibt es so. Here, doesn't matter if you are Arnold Schwarzenegger. Doesn't matter at all. Doesn't matter if you are rich. Doesn't matter if you are beautiful. Doesn't matter if you are popular. You are you and yourself there. So you have no mask in front because you have a fear inside you. Ich glaube, ich muss gleich weinen. Won't somebody tell me an answer if you can? I want someone to tell me what is the soul of a man? Hast du Angst? Ja. Echt heftig? Ganz I'm viel. going to ask a question. Answer if you can. Will anyone here tell me what is the soul of a man? Was für ein Blick. Und jetzt darf ich als erster darunter springen. 5, 4, 3, 2, 1, jump off! It's high. I think I wanna kick off both of my sides. I can feel it boiling up in this pot. I close my mouth, don't get fed. Is you hungry or not? Like operator, caboose like choo-choo. Think I'm getting thicker. And I got 'em sweating in the middle of the winter. Ich hab's überlebt. Great job, man. Appreciate that. Welcome back. Es war einfach mega cool und ich hatte schon mal einen ähnlichen Sprung damals von 280 Metern in Las Vegas. Und man muss wirklich alle Instinkte abschalten und einfach springen. 5, 4, 3, 2, 1, jump out! I think you are crazy, mate. I think you are a little bit crazy. Das ist so Horror, hier zu stehen irgendwie. Boah, der Benny, wie der hart der das einfach runterrastet. Krass gemacht. Der Benny ist einfach... Der Benny ist ohne Angst, Alter.
Ich kann es jedem nur empfehlen, wenn man sich das traut, macht es auf jeden Fall. Es ist nicht schlimmer als ein Freefall Tower. Es ist nur der erste Moment und dann macht es einfach nur noch Spaß. Ey. Geil, geil, geil. Max ist richtig aufgeregt. Er will den Sprung aber unbedingt machen, um sich auf dieser Reise seinen Ängsten zu stellen. Look straight. Hands up. 5, 4, 3, 2, 1, jump up. Nice! Ach du Scheiße! Oh! Fuck! Fuck! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin richtig stolz auf dich. Du hast es geschafft. Also, ich habe so gezittert, ich konnte mich gar nicht, das habe ich noch nie so krass gehabt in meinem Leben. Also ich habe noch nie so einen krassen Moment, dass ich mich nicht loslasse. Ich habe in letzter Zeit viel meditiert und so, ich glaube, das hat mir unglaublich geholfen, weil ich habe mich halt jetzt bewusst so einen Schritt hinter mich, um mich zu überwinden. Das war gerade wichtig so. Und der Fall war irgendwie viel länger, als ich dachte noch. Also es ist unglaublich, wenn du da frei fällst und... Es ist geil, oder? Es ist geisteskrank, also... Du hast einen Todesschrei abgelassen. Ja. Froh, dass ich gemacht habe. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Das war sehr wichtig für mich. Guter Schritt. Danke, Jungs. Für 80 € pro Sprung liegen Todesangst und Glücksgefühle sehr nah beieinander. Die Küste um die Ecke eignet sich aber super zum Runterkommen. It's on the news again. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? Es war einfach ein super Tag und in der Nacht geht's weiter Richtung Selbstversorgerfarm, wo wir auch schlafen wollen. Das sogenannte Organic Village liegt auf dem Weg und das Konzept hat uns echt neugierig gemacht. Aber erstmal stehen uns noch 3 Stunden Fahrt inklusive Maut bevor. Und dabei plaudern wir natürlich nochmal über unsere Sprünge. Würdet ihr das auch machen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich bin ja ein echter Gartenfreund und ich liebe es, Tomaten, Zucchinis, Auberginen, also was selber anzupflanzen. Wie die Pflanze dann immer größer wird und wenn man die Früchte erntet, die schmecken einfach so viel besser. Und auf dem Weg zum Olymp sind wir jetzt hier bei so einem Selbstversorgerdorf vorbeigekommen, wo wir jetzt auch halt wohnen. Und hier können wir uns theoretisch Paprika, Tomaten, also was abpflücken und dann ein Gericht daraus zaubern. Ist echt cool hier, oder? Ja, echt mega cool und auch sehr preiswert, muss man sagen. 55 € zahlen wir für so ein Häuschen pro Nacht. Und auch Athen war relativ günstig. 3-Zimmer-Apart 45 €, kann man echt nichts sagen. Essen auch ein Drittel günstiger als bei uns. Mega lecker, richtig gut. Ist so. In der Region um Messolongi wachsen nicht alle möglichen Pflanzen. Baumwolle wird hier sogar in großen Mengen exportiert. Und wenn man hier was isst, kommt das wahrscheinlich direkt vom Bauern nebenan. Griechenland hat übrigens 13.000 Kilometer Küstenlinie. Und an so schönen Örtchen wie hier gibt es auch immer frischen Fisch. Wir sind jetzt ungefähr 20 Minuten gefahren zu einer weiteren Selbstversorgerfarm und hier gibt es einen riesigen Olivenhain, Olivenbäume, soweit das Auge reicht. Und das wollen wir uns heute mal anschauen, kriegen ja auch ein bisschen gezeigt. My name is Sotiris. This is an organic olive grove and inside there are 5 bungalows up to 5 people. That's why we call it the organic village. Here, as you can see, we have some pears and what we get from the farm, we give it to our guests. And of course the guests, if they want, they can collect it by themselves. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten.
The other thing I wanted to mention that all the needs of watering and electricity here in the farm are taken by solar panels. That's a power plant. Here is the drilling. We drilled about 50 meters and then we put pipes. One pipe goes to the tanks who store the water, and all this happens with the solar panel and the compressors that you know starts the drilling to put out the water or give it to the farm wherever we want. Da drinnen sind ganz viele Gänse, aber hier gab es einen Fuchs, der hat ganz viele Tiere gerissen. Deswegen mussten sie da einen Zaun drum bauen, als sie offen rumrennen lassen haben. Und da vorne gibt es auch Hühner. Der Fuchs wird aber ausdrücklich genauso respektiert wie alle anderen Tiere. Man versucht hier wirklich im Einklang mit der Natur zu leben. I like your way of living. It's how you live, how much stress you have in your life. If you are all the time, you know, thinking I have to do that, I have to do this, and then after this, you don't live, you don't expect to live long. So you have to feel more relaxed as you're living. You know, we live once, and the time we spend on this earth, I think it's less. Mit Sotiris kann man sich super bei Lebenswege unterhalten und ich bin wirklich beeindruckt, wie autark und modern die Menschen hier leben. Und genau solche Inspirationen sind das Beste am Reisen. Step in front of a runaway train, just to feel alive again, pushing forward through the night, aching just to lower aside. It's so far away. It's so far away. Uns gefällt es hier richtig gut. Nicht nur wegen der Landschaft, sondern auch wegen den alternativen Lebenswegen. Wir müssen aber weiter nach Davie. Und auf dem Weg gibt es sogar Flamingos zu sehen. Cold wind blows into the skin. Can't believe the state you're in. It's so far away. It's so far away. Nach etwa 2 Stunden Fahrt sind wir jetzt hier in Davie angekommen und die Ruinen da oben sollen noch ganz gut erhalten sein. Ja, und am Kasten war natürlich das Orakel von Davie. Da gab es die sogenannte Pythia, eine Dame, die die Zukunft vorausgesagt hat. Und man munkelt, dass da irgendwelche Strömungen, irgendwelche Gase aus der Erde kamen, die dann in eine Trance versetzt haben. Und das war aber so krass, die Leute haben wirklich alle dran geglaubt. Ja? Und dadurch sind dann sogar Kriege entstanden. Da gibt es sagenumwobene Geschichten. Und mal gucken, ob wir den Spalt finden. Scheint ein gutes Geschäftskonzept zu sein. Die Ruinen des Orakels sind auch irgendwie heute noch mystisch. Und ich finde den Ort richtig interessant, weil schon hier damals der Glaube zu Geld gemacht wurde. Und dabei ging es eigentlich nur um den Drogentrip von irgendeiner Frau. Das Ganze war ein echtes Millionengeschäft und wurde richtig gut vermarktet. Hier soll sich beispielsweise auch das Zentrum der antiken Welt befunden haben. Und da steht er, der Stein, der den Mittelpunkt der Welt markiert. Und den hat Zeus hier runtergeworfen, nachdem er zuerst 2 goldene Adler um die Erde geschickt hat, die sich dann hier getroffen haben. Und an dem Punkt hat er gesagt, hier werfe ich den Stein ab. Und das ist er. Direkt vom Zeus persönlich. Der Göttervater Zeus hatte irgendwie überall seine Finger im Spiel. Der Tempel ist jedoch Apollon geweiht und das war der Gott der Weissagung und des Lichtes. Und ich frage mich immer, ob die Priester das alles selber geglaubt haben. Herrscher haben das Orakel auf jeden Fall besucht. Zum Beispiel der Lyderkönig Krösus oder auch Kreusos. Dem wurde vorausgesagt, er werde ein großes Reich zerstören, wenn er einen Fluss überquert. Dumm nur, dass es sein eigenes war. Und da sieht man den Tempel, wie er wohl damals aussah. Richtig prachtvoll, oder? Die Nummer mit dem Orakel lief übrigens viele Jahrhunderte. Auch die römischen Eroberer hatten nichts dagegen.
Erst als das Land christianisiert wurde, war alles vorbei. Wir sind ja mit dem Auto hier hochgekommen, aber früher mussten die Leute den ganzen Weg zu Fuß hochgehen, weil das Orakel liegt ja mitten in den Bergen und das ist ein extrem langer, anstrengender Weg. Ja, das war auch echt eine lange Fahrt hierhin. Und wenn man sich das mal vorstellt mit Kutschen, Pferden oder gar zu Fuß, Junge, dann den Berg hier hoch. Hier gibt es auch diverse Hotels und Tavernen, die gab es wahrscheinlich aber auch schon vor 2500 Jahren. Können wir uns jetzt aber leider nicht mehr anschauen, denn für uns geht es nach Meteora. Und das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Das sind so krasse Hügel und obendrauf gibt es so Klöster. Sieht spektakulär aus, wollen wir uns unbedingt anschauen und müssen jetzt 3 Stunden durch die Nacht fahren. Oha, das wird auf jeden Fall noch was. Where do we go from here? Where do we go from here? Alter, sieht das episch aus hier. Genau wegen diesem Anblick wollten wir unbedingt hierhin. Meteora. Schon seit der Steinzeit werden die Höhlen in den Sandsteinfelsen hier bewohnt. Und irgendwer hatte vor vielen Jahrhunderten die Idee, dort oben ein paar Klöster zu bauen. Unbeschreiblich schön ist das. Und es gibt übrigens 24 dieser Klöster, von denen heute noch 6 bewohnt sind. Und die kann man sich auch alle angucken. Wir sind jetzt gerade hier beim Kloster Rossano und wollen mal eine kleine Tour dadurch machen. Die Klöster sehen echt schön aus. Bei einem Besuch solltet ihr wegen der Kleiderordnung aber auf jeden Fall lange Klamotten tragen. Auch bei 36 Grad und praller Sonne. Zudem sind nur ein paar Bereiche zugänglich. Immerhin wohnen ja auch noch Geistliche. Die ganze Region gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Meiner Meinung nach ist Meteora ein echtes Naturwunder. Und solche Orte regen mich immer zum Nachdenken an. Wie schön doch dieser Planet ist und was diese Felsen nicht alles schon gesehen haben. Man muss sich mal vorstellen, was die da gebaut haben, ja, wie aufwendig das war. Die mussten mit Seilzügen alles irgendwie nach oben auf diese Felsen bringen und das natürlich zu einer ganz anderen Zeit. Und oft wurde so ein Seilzug erst ausgetauscht, wenn dann jemand runtergeplumpst ist, munkelt man in verschiedenen Geschichten. Und hier zu diesem Kloster hinter uns kommt man zum Beispiel nur mit so einer Gondel. Und so richtig vertrauenserweckend sieht die nicht aus. Wir werden uns hier mal weiter umschauen in dieser wunderbaren Landschaft. Hier gibt es ja noch ein paar Klöster mehr. Früher hatte die Region übrigens reiche Herrscher als Gönner. Heute lebt man vor allem vom Tourismus. Der Eintrittspreis liegt bei 3 Euro pro Kloster. Für Kletterer gilt die Landschaft sogar als echtes Paradies. Und für Hochzeitsfotos ist die Kulisse natürlich auch ideal. Am nächsten Morgen geht die Fahrt weiter. Erstmal durch das gemütliche Dörfchen Kalambaka, wo wir ein Zimmer für 50 Euro die Nacht hatten. Übrigens die perfekte Ausgangsbasis für Trips in die Region. Yeah, you got satin shoes. Yeah, you got nasty boots. Yeah, got. Wir haben ein bisschen Zeitdruck, denn wir wollen am Nachmittag noch den Olymp erreichen. Wir fahren also nach Norden. Und das Beste an Roadtrips sind ja immer die Überraschungen auf der Straße. Griechenland eignet sich übrigens sehr gut für Reisen mit dem Auto. Die Landschaft ist super schön und die Spritkosten sind ähnlich wie bei uns. Die Autobahnmaut ist nicht ganz günstig. In der Region um Athen haben wir knapp 10 Euro für 100 Kilometer gezahlt.
Die kann man jedoch meistens auf schönen Landstraßen umfahren. Und auf unserem Weg zum Olymp gibt es auch gar keine Autobahn. Da sind wir endlich am Fuße des Olymps und das ist genau der Grund, warum wir hier hin wollten. Das sieht einfach spektakulär aus. Ungefähr 120 Kilometer sind wir hier rüber gefahren in 3 Stunden über Landstraße. Ja, und jetzt können wir noch ein bisschen hier hochfahren, aber dann geht es auf Wanderwege und ich glaube, das wird eine richtige Herausforderung. Ja, ganz genau. Wir wollen jetzt als erstes zum Gipfel Skala, der 2866 Meter. Und von da gibt es dann noch einen schmalen Pass zum Gipfel Mytikas. Könnte ein bisschen gefährlich werden, je nach Wetterlage. Und ob wir noch Kräfte haben, müssen wir dann auch mal gucken. Das ist auf jeden Fall dann der höchste Berg von Griechenland mit 2918 Meter. Also auch nicht schlecht so. Ob wir das hinkriegen, das schauen wir jetzt mal. Muskelkater ist vorprogrammiert, glaube ich. Endlich ist es soweit. Wir sind am Olymp. Und jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hochkommen. Das mit dem Hochkommen ist aber so eine Sache für sich. Dieser Weg hier hoch, Leute, das ist der Horror. Das Auto schafft es gerade noch. Wir fallen hier voll. Boah. Ach du Scheiße, Alter. Das ist, boah, also ich kann es nicht empfehlen. Nehmt euch lieber die Zeit und geht zu Fuß. Aber dann bräuchten wir viel zu lange. Jetzt sind wir auch auf der Strecke. Es gibt keine andere Wahl. Und ich dachte, der Fußweg war der Hammer. Max steht die Angst ins Gesicht geschrieben, aber der Weg ist auch wirklich nicht einfach und wir haben noch 5 Kilometer vor uns. Kann hier auch noch runterfahren, ey. Nur ein falscher Zug und dann fallen wir hier runter. Es ist auf jeden Fall gefährlich. Weiter über die Steinpiste. Nee, das ist ein Akt. Es sind genau diese Momente, in denen man das Leben in jeder Ader spürt. An Aufgeben ist bei dieser unglaublichen Landschaft nicht mehr zu denken. Wir wollen unbedingt da hoch und uns der Herausforderung stellen. Denn wenn es hier schon so schön aussieht, wie heftig muss bitte der Blick an der Spitze dieser Berge sein? Alter Schwede, mit dem Auto hier hochzufahren ist wirklich schon ein Abenteuer für sich. Das sollte man wirklich nur machen, wenn man einen guten Geländewagen hat und sich auch im Gelände auskennt mit Autofahrten und so weiter. Jetzt sind wir hier oben angekommen bei einer Berghütte und ab hier geht es nur noch zu Fuß weiter. Boah, das sieht ja auch krass aus hier. Das ist jetzt diese Bergsteigerhütte. Ja, und hier können die Leute schlafen. Das ist ein richtiger Rückzugsort. Beispielsweise ein Schneesturm, wenn das Wetter schlecht wird. Jetzt haben wir natürlich Hochsommer, relativ warm sogar. Das ist schon krass hier, ey. Den ganzen Berg hochzuwandern ist bestimmt auch ein cooles Abenteuer. Dazu fehlt leider die Zeit. Und steht aber auch so schon eine ordentliche Strecke bevor.
Auf dem Weg nach oben haben wir jetzt sogar Schnee entdeckt. Wir konnten es erst gar nicht fassen und dachten, das wäre Salz oder so. Aber schaut euch das mal an. Hier liegt richtiges Eis. Im Winter sind die Gipfel übrigens komplett schneebedeckt, aber dass wir sowas im Sommer auch finden, wundert uns echt. Richtig heftig. Ey! Pack your things, leave somehow. Blackbird song is over now. Es ist wirklich mega anstrengend, mit der ganzen Ausrüstung auf die Gipfel zu wandern. Die Luft wird bei weit über 2000 Metern immer dünner. Der Weg ist aber einfach spektakulär. Hier oben gibt es sogar Wildpferde. Die Pferde sind wirklich schön. Wir haben aber keine Zeit. Wir müssen weiter. Die Gipfel erklimmen. Mouths are dry. River runs. Hands are tied. Preacher's son. Das ist so anstrengend. Da hinten ist das Meer, Mann. Wie krass das ist, unfassbar. Das ist er also, der Olymp, die Heimat der antiken Götter. Das Gebirge ist einfach gewaltig. Der höchste Berg Mythikas wurde übrigens erst im Jahr 1913 zum ersten Mal bestiegen. Auf die meisten anderen Bergspitzen kann man heute relativ gut hochwandern. Das Problem ist eher der Sauerstoffmangel. Anstrengend. Echt krass. Was für ein Anblick, der Gipfel vom Skala. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind auf der Spitze vom Skala angekommen. Und ich kann mir echt vorstellen, was die alten Griechen dachten, warum hier die Götter wohnten. Weil das war echt mega, mega anstrengend, hier hochzukommen. Und damals war das ja fast unerreichbar. Wie fandet ihr es denn so auf einer Skala von 1 bis 10? Also die Aussicht bekommt von mir eine 10 und ich bin echt stolz auf uns, dass wir das geschafft haben, trotz der dünnen Luft. Puh, das war echt anstrengend. Zum Mythikas schaffen wir es aber leider nicht mehr. Der ist aber auch nur 50 Meter höher. Uns ist nämlich ein bisschen die Zeit davon gerannt und es wird langsam dunkel und irgendwann wird es ja dann auch gefährlich. Deswegen genießen wir jetzt noch ein bisschen hier die Aussicht auf dem Gipfel Skala und gehen dann langsam runter, zurück zu unserem Auto und fahren heute Abend dann noch 2 Stunden nach Thessaloniki, wo unsere Reise dann enden wird. An der Spitze tragen wir uns noch ins Gipfelbuch ein. Und dann geht es wieder bergab. Und bei der Fahrt gibt es noch einen wunderschönen Sonnenuntergang. Die Reise war wieder eine unglaubliche Erfahrung, was wir in einer Woche nicht alles erleben durften. Jeden Tag haben wir irgendwas Neues entdeckt und dazugelernt. Max konnte sich sogar seinen Ängsten stellen. Benny hat sowieso jede Herausforderung gemeistert und ich bin immer noch dankbar, wie viele Eindrücke dieser Roadtrip für uns bereithielt. Und das ist auch der Grund für diese Reisen, denn nichts stärkt den Charakter mehr als neue Erlebnisse. Wenn euch dieser Film gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bei WDR Reisen auf Instagram gibt es übrigens noch weitere Beiträge zum Trip. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Abenteuer.